Hallo liebe Hausbauhelden, ihr fragt, wir antworten, diesmal rund ums Thema Dach. Welche Dachform ist am günstigsten? Warum braucht mein Dach eine Dampfbremse und kann ich da was in Eigenleistung machen? Und ist eine Dachbegrünung sinnvoll? Und was kostet's? Das waren eure Fragen, also bleibt dran. Ganz oft kommt die Frage, welche Dachform ist am günstigsten? Diese Frage hat eigentlich drei Aspekte. Erstens, was ist am kostengünstigsten? Zweitens, was ist planerisch am günstigsten? Und drittens, was ist bautechnisch am günstigsten? Zu Punkt 1 kann man sagen, je einfacher, desto kostengünstiger. Was heißt einfach? Einfach heißt in dem Fall konstruktiv einfach. Da ist zum Beispiel das Pultdach zu nennen, das nur eine geneigte Fläche hat, konstruktiv sehr einfach ist und deshalb zu den günstigeren Dachformen zählt. Konstruktiv einfach ist erstmal auch von der Tragkonstruktion das Flachdach. Das ist nicht besonders komplex, aber obendrauf die Abdichtung und Entwässerung bzw. der Dachrand können hier sehr teuer werden und deshalb ist es eigentlich nicht die billigste Dachform. Standard ist das Satteldach mit zwei geneigten Flächen, die sich oben in einem First treffen. Das ist eine sehr flexible Dachform und liegt im moderaten Preisbereich. Walmdächer oder Zeltdächer, die sich in der Mitte in einem Punkt treffen, also wo es 4 unterschiedlich geneigte Flächen gibt, sind konstruktiv sehr aufwendig und deshalb auch teurer. Was ist planerisch am günstigsten? Das hängt natürlich vom Entwurf, von den Bauvorschriften und von der gewünschten Gesamtwirkung ab. Ein Pultdach ist von den Proportionen her meistens auf schmalen, längeren Gebäuden günstig. Die können sich dann auch mit der höheren Seite zur Sonne hin öffnen. Walm- oder beziehungsweise Zeltdächer findet man heute häufig auf quadratischen Grundflächen. Da ist ja dann der Dachrand auch auf einer Höhe. Das heißt, es ist gut für 1 oder 2 Vollgeschosse, wo dann in den oberen Zimmern auch keine Dachschrägen sind. Und das Satteldach ist planerisch sehr flexibel. Es lässt sich mit unterschiedlich hohem Kniestock planen. Also das ist diese kurze Wand, die unter der Dachrinne entlang läuft, die nennt man so. Das heißt, es kann hier sehr, sehr flexibel auch mehr oder weniger Wohnfläche im oberen Geschoss geschaffen werden. Und natürlich kann das Satteldach auch auf ein Vollgeschoss aufgesetzt werden. Was bautechnisch am günstigsten ist, kommt auch auf die Region an, in der euer Haus steht. Sehr steil geneigte Satteldächer findet man zum Beispiel in Regionen mit viel Starkregenereignissen. Das Wasser fließt schneller ab. Die Gefahr, dass es vom Wind unter die Ziegel gedrückt wird, ist geringer. Deshalb sind die hier geeignet. Flacher geneigte Dächer mit einem großen Dachüberstand findet man zum Beispiel viel in Bayern oder Regionen, wo es hohe Schneefallmengen gibt. Denn da wird dann zum Beispiel die Gefahr von Dachlawinen verringert. Das Flachdach ist heute mit modernen Dachabdichtungsbahnen nicht mehr so schadensanfällig wie früher. Das kriegt man wirklich sehr gut hin. Klar ist aber im Vergleich zu einem geneigten Dach, das nur regendicht sein muss, muss ein Flachdach absolut wasserdicht sein, weil ja stehendes Wasser auf der Dachhaut durchaus vorkommen kann und deshalb ist es eben bautechnisch etwas aufwendiger in der Abdichtung. Ihr sucht Antworten auf eure Fragen rund ums Bauen, Renovieren oder DIY, dann haben wir die Lösung für euch. Ab sofort findet ihr auf unserer Website hausbauhelden.de unsere umfangreiche Wissensdatenbank mit innovativer Suchfunktion auf KI-Basis. Fragt einfach drauf los oder geht in die Volltextsuche nach Kategorien. Dort gibt es über 4000 Premium-Artikel, die alle Bau- und Ausstattungsfragen abdecken, unbegrenzte Downloads und ständig aktualisierte Inhalte. Schaut doch mal vorbei und holt euch die Infos, die ihr braucht, auf hausbauhelden.de/wissen. Frage 2. Warum braucht man im Dachaufbau eine Dampfbremse? Die Dampfbremse oder je nach Konstruktion auch Dampfsperre schützt die Konstruktion vor Feuchtigkeit aus dem Hausinneren. Denkt man da vielleicht, der Regen kommt doch von außen. Ist ganz einfach, im Winter hat man die warme beheizte Luft im Haus, die mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und diese Feuchte würde eben in der Konstruktion kondensieren, wenn sie dort eindringen kann. Das erhöht nicht nur die Gefahr von Schimmelbildung oder Fäulnis der Dachbalken, sondern es kann auch zu einer Durchfeuchtung der Wärmedämmung führen, die damit ihre Dämmwirkung einbüßt.
Deshalb ist ein dampfdichter Anschluss aller Details und eine unverletzte Dampfsperre ganz, ganz wichtig im Dachaufbau. Viele baufeuchte Schäden sind auf unachtsame oder irgendwie aus Versehen verletzte Dampfbremsen zurückzuführen, wo sich dann über Jahre Feuchtigkeit an Stellen sammeln kann, wo sie nicht hingehört. Deshalb Finger weg von Arbeiten an der Dampfbremse, wenn ihr euch nicht wirklich auskennt oder fachkundige Hilfe habt. Frage 3. Ist eine Flachdachbegrünung sinnvoll? Ja, im Prinzip schon. Eine Dachbegrünung kann Feinstaub binden, das Mikroklima verbessern, die Dachhaut vor starker Überhitzung schützen und Wärme- und Schallschutz verbessern. Aber sie ist natürlich auch recht kostenintensiv. Wie sieht es mit den Kosten aus? Eine allgemeine Angabe ist wie immer schwierig. Man muss wissen, es gibt einen Unterschied zwischen extensiver Begrünung mit Moosen und Flechten und einer intensiven Begrünung. Die extensive Begrünung kommt mit geringen Schichtaufbauten aus, 5 bis 15 cm, eignet sich auch für nachträgliche Installationen, wenn die Dachlasten ausreichend sind, also die Konstruktion das aufnehmen kann. Und grundsätzlich ist es so, dass die sich selbst erhalten können. Da müsst ihr also nicht mähen oder gießen oder pflegen, sondern das sollte so funktionieren. Hier liegen die Kosten etwa bei 50 bis 100 Euro pro Quadratmeter, wenn ihr selber mit Hand anlegen könnt. Wenn ihr es vom Gartenbauer oder vom Fachbetrieb machen lasst, liegt es etwa zwischen 80 und 140 Euro pro Quadratmeter. Es kommt auch wirklich darauf an, ob ihr es beim Neubau von Anfang an mit einplant, über den Haushersteller bezieht oder nachträglich an eurem Dach noch Arbeiten machen lassen müsst. Die intensive Begrünung, also richtige Dachgärten mit Bäumen, Bänken, Bepflanzungen, ist sehr, sehr kostenintensiv. Da braucht man auch hohe Lasten, also bis zu mehreren tausend Kilo müssen da pro Quadratmeter aufgenommen werden können. Das kommt normalerweise eher auf öffentlichen Gebäuden vor. Grundsätzlich gibt es Studien, die sagen, dass ein begrüntes Flachdach länger hält als ein unbegrüntes, weil eben die Dachhaut geschützt wird vor Überhitzung oder vor mechanischer Belastung. Aber wie immer mit langfristigen Amortisationsrechnungen ist es so, es kommt darauf an, welche Kosten man einrechnet. Grundsätzlich finde ich aber, dass eine Dachbegrünung immer dann sinnvoll ist, wenn ihr von euren Fenstern auf diese Dachfläche drauf gucken könnt, weil es eben einfach auch wirklich viel, viel schöner aussieht und das Mikroklima verbessert. Ich hoffe, die Antworten haben euch weitergeholfen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Bau, Ausbau, DIY, stellt sie uns unten in den Kommentaren, dann können wir das öfter für euch machen. Und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.